Moin moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute möchte ich euch das wundervolle Ambra Calabria der Nischenmarke Nishane vorstellen. Und wir starten wie immer mit der Flakon-Präsentation. Ja, mir gefällt das Design der Marke. Das Glasdesign an sich ist eher schlicht gehalten, macht aber wirklich einen wertigen Eindruck. Ja, das mit dem Label hier vorne drauf sieht auch ganz schick aus. Ja, und der Deckel ist besonders. Der hebt sich natürlich so vom Standarddesign nochmal deutlich ab. Dafür ist die Marke ja auch bekannt. Der Deckel ist auch wirklich schwer und massiv. Der Zerstäuber ist in Ordnung. Da kann man absolut nichts sagen oder aussetzen. Also wie gesagt, mir gefällt dieses Design und es macht insgesamt einen wirklich wertigen Eindruck. So, ich möchte euch auch einmal die Verpackung zeigen, weil die finde ich auch ganz schick. Ich habe das hier auch alles schon mal so ein bisschen auseinandergebaut. Also hier ist so eine Art, ja, Umverpackung, die steckt man hier oder die steckt hier auf dieser Art Schatulle. Kann man also abziehen. Ja, die Schatulle ist auch ganz schick, macht auch einen hochwertigen Eindruck. Die kann man wiederum hier auseinanderziehen. Dann, ja, Vorführeffekt. Dann hat man hier so eine Art Postkarte, die hier in diesem Briefumschlag ist. Auf der Postkarte sieht man eben die Duftnoten, die Inhaltsstoffe hier bildlich abgebildet. Und hier unten hat man dann auch nochmal separat die Duftnoten aufgelistet. Also das finde ich alles ganz schick und ganz gut umgesetzt. Ja, und hier steckt eben das Parfum drin. Ich zeige euch das auch nochmal ganz kurz. Genau, also wie gesagt, für mich macht das einen wirklich schicken und hochwertigen Eindruck. Ihr wisst ja, ich lege ja einen gewissen Wert eben auf Umverpackung, ja eben auf Flakon-Design und so weiter und so fort. Und da finde ich, hat die Marke für mich, für meinen Geschmack, alles richtig gemacht. So, ich habe dann mal wieder alles zusammengebaut und jetzt möchte ich euch das tolle Parfum vorstellen. Ambra Calabria ist ein Release aus dem Jahre 2014. Ich blende euch auch schon mal die Duftnoten ein. Ja, also ich bin wirklich begeistert. Es war ein Blind Buy. Ja, ich habe viel gelesen, viel gehört, aber wie gesagt, kannte die DNA, das Parfum nicht und habe es mir dann einfach mal bestellt. Und ich bin wirklich begeistert. Also es hebt sich für mein Empfinden ganz deutlich von so, ich sag jetzt einfach mal, diesen typischen Sommerparfums ab. Es ist zwar zu Anfang durch die Bergamotte wirklich spritzig frisch, geht dann aber eben in eine ganz andere Richtung. Viele Sommerparfums bleiben ja eben quietschig, spritzig, frisch und das ist hier bei Ambra Calabria wirklich anders. Wir bekommen hier in der Kopfnote neben der wirklich sehr spritzigen Bergamotte eben schon die grünen Noten zu riechen. Und das macht das Parfum auch schon in der Kopfnote sehr besonders. Es hat eben neben der sehr spritzigen Bergamotte auch schon so einen grünen Einschlag. Es ist aber so eine richtig feine, angenehme, ja, blattgrüne Note. Ja, im Herzen bekommen wir noch eine schöne, leicht würzige Koriandernote mit hinzu. Das passt sich eben den anderen grünen Noten perfekt an. Jasmin haben wir auch noch im Herzen. Ich finde, den Jasmin riecht man tatsächlich auch heraus. Es gibt dem Parfum so einen wirklich nur ganz leichten floralen Einschlag. Ja, und in der Basis wird das Parfum tatsächlich auch leicht süßlich. Wir haben hier eine richtig schöne, angenehme Vanillenote. Ihr dürft nicht denken, dass das Parfum irgendwie pappsüß wird, definitiv nicht. Also diese Vanillenote schwingt angenehm mit und ist perfekt eben auf die anderen Duftnoten abgestimmt. Ja, und dann bekommen wir auch noch eine Ambernote mit hinzu. Man muss aber dazu sagen, dass die Ambernote auch nur leicht mitschwingt, denn Amber kann ja zum Teil ja eine wirklich sehr intensive und teilweise auch so ja drückende Duftnote sein. Das ist hier in Ambra Calabria anders. Also auch da muss ich sagen, perfekt eben auf die anderen Duftnoten abgestimmt. Ja, und auch die Moschusnote ist perfekt dosiert. Das ist kein animalischer Moschus, es ist einfach nur so eine wirklich angenehme Moschusnote mit dabei. Das rundet dieses wirklich sehr, sehr tolle Parfum einfach perfekt ab.
Also Ambra Calabria ist wirklich eine schöne Duftkomposition. Ich finde, das Wort schön passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Wir haben halt einen sehr spritzigen Start durch die Bergamotte. Dann bekommen wir aber auch schon in der Kopfnote eben die grünen Noten zu riechen, die auch den ganzen Duftverlauf über eben bestehen bleiben. Es schwingt immer so eine richtig angenehme, ja, blattgrüne Note mit. Dann haben wir durch den Jasmin so einen wirklich nur leicht floralen Einschlag. Und der Dry Down wird durch eine ganz angenehme Vanillesüße, ja eben leicht süßlich. Dann haben wir eben durch die Ambernote das Ganze auch so schön ambriert. Und der Moschus rundet das Ganze so richtig schön weich und angenehm ab. So, dann kommen wir jetzt mal zu der Haltbarkeit und zu der Sillage. Das Parfum ist ja erst neu in meine Sammlung gewandert, aber ihr seht, hier fehlt schon ein bisschen. Ich habe das Parfum nämlich in den letzten Tagen ausführlich getestet. Das mache ich übrigens immer so. Ja, bevor ich euch natürlich irgendwie irgendwas zu einem Parfum erzählen möchte, in Anführungsstrichen kann, teste ich die Parfums natürlich auch immer ausführlich. Und ja, die Haltbarkeit an mir liegt so bei circa 7 Stunden. Das ist für diese Art von Duft-DNA absolut in Ordnung. Es ist ja ein eher frischeres Parfum, zwar eben auch leicht grün und cremig und auch leicht süßlich, aber dennoch ist es im Großen und Ganzen so tendenziell eben ein Sommerparfum. Dafür sind 7 Stunden meiner Meinung nach absolut solide. Im Vergleich jetzt zu den anderen Parfums der Marke, ja, ist die Haltbarkeit eben nicht ganz so gut, denn ihr seht es ja und man weiß es eben auch, bei Nischane sind es immer Extraits, die dann entsprechend gut halten. Also, aber es geht ja eigentlich gar nicht unbedingt um den Vergleich zu den anderen Parfums der Marke. Also 7 Stunden ist, wie gesagt, für mich solide. Ja, die Sillage ist tatsächlich an mir zumindest weniger gut. Da möchte ich ehrlich zu euch sein. Die ersten 2 Stunden ist es wirklich intensiv. Also da rieche ich Ambra Calabria wirklich relativ intensiv. Es kommt immer wieder diese tolle Duft-DNA hoch. Man ist von so einer richtig schön angenehmen, ja weichen Duftaura umgeben. Aber nach 2 Stunden wird es an mir relativ hautnah. Also das muss man wissen und das kann natürlich auch an euch anders sein. Aber nichtsdestotrotz ist die Haltbarkeit in Ordnung. Man riecht es dann eben nicht mehr ganz so intensiv, aber es kommt trotzdem immer wieder hoch. Es ist richtig schön und angenehm. Ja, und insgesamt ist es für mich wirklich ein ganz, ganz tolles Parfum, eine ganz klare Empfehlung. Ich finde, es ist auch wirklich ein tolles Sommerparfum und ich stelle es mir auch richtig schön jetzt im Spätsommer vor, wenn es eben nicht mehr ganz so warm ist, eben durch diese leichte Süße und angenehme grüne Note. Ja, passt es da für mein Empfinden wirklich perfekt rein. Ja, und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wie ich eingangs sagte, es war ein Blind Buy und ich habe schon vermutet, dass es mir gefällt. Aber ich bin wirklich ganz, ganz positiv, ja, dann doch irgendwo überrascht. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, ihr könnt ja gerne mal kommentieren, ob ihr das Parfum kennt und ja, wie ihr das so findet. Ich bin ehrlich, ich habe mit Nischane noch nicht ganz so viel Erfahrung. Bis auf Wulong Cha hatte ich tatsächlich auch kein Parfum der Marke. Ich habe hin und wieder mal ein Parfum der Marke gerochen, durch Abfüllung, durch Freunde, wie auch immer. Aber ich werde mich dann in nächster Zeit etwas mehr mit der Marke beschäftigen. Die haben ja auch viele interessante neue Releases. Da werde ich mir auch mal, ich glaube sogar das Sample Kit bestellen. Und ja, werde dann hier auch auf YouTube ein Review machen. Also das soll es gewesen sein. Danke, dass du da warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.